the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore seasons in the year. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here. Switch gears, we keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 I know it's lonely at the top, but that's not by speculation. For the victory lap though. Whoa, whoa. Herzlich willkommen zum Thunder Talk. Heute erstmalig aus unserem neuen Showroom, Laden, wie auch immer. Hier müsst ihr auf jeden Fall mal gucken kommen. Der Laden ist jetzt so geil. Die Bikes sind mega präsentiert und... Ja, wir haben die letzten 2 Jahre genutzt, um hier ein bisschen durchzustarten. Ja. Und wir sind jetzt fertig, fast fertig. Also der neue Showroom, die neue Werkstatt ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja. Also ihr seid herzlich eingeladen, uns hier mal zu besuchen. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt können wir uns wieder den schönen Sachen widmen. Genau. Wie unserer GPS hier. 2.0. Genau. Ich fange mal an. Vorne Vorderrad, Monoblockrad. Warum machen wir sowas? Weil wir dann die Möglichkeit haben, mit dem Design also nicht nur bis ins Felgenhorn reinzulaufen, sondern auch bitte bis in die Narbe rein. Der Vorteil ergibt sich, weil wir die Bremsscheiben hier in diesem Kranz aufnehmen, also weit aus der Mitte rausgestellt. Dadurch haben wir in der Mitte die Möglichkeit, eben hier nochmal Design zu machen. Normalerweise sitzt ja hier der Flansch für die Bremsscheibe. Dazu kommen die Monoblocksättel vom Brembo, die auch sehr steif sind in der Ausführung. Ja. Und natürlich 2 Bremsscheiben, die grundsätzlich dafür sorgen, dass das Motorrad sehr spurstabil ist, auch beim Bremsen. Ja. Ja. Da kommt die Gabel, wo wir hier die Aufnahmen auch selber machen dafür. Die DLC-Beschichtung für die Standrohre, die nochmal für ein besseres Ansprechverhalten sorgt. Und gedämpft wird die ganze Gabel über ein System von Biturbo, was wir hier innen drin einbauen, was eine verstellbare Zug- und Druckstufe mitbringt. Also ansonsten sind die Teile original, Breakout, ja, viele sind nicht mehr. Wir haben eigentlich nur noch die Standrohre, die wir bearbeiten. Ja. Ja, hier oben wird das dann alles gehalten von unseren Gabelbrücken, die eine schöne Aussparung haben, auch in einem Kontrast-Cut. Und haben halt auch diesen typischen Racing-Look, wo halt alles, es hat halt alles irgendwie was miteinander zu tun und harmoniert super geil miteinander. Was auch sehr cool ist, dass hier halt eben der originale Breakout-Tacho noch reinpasst. Die Kombination mit den Rebufini-Armaturen zu der originalen Elektrik ist auch gut, weil du keine zwischengeschalteten Steuergeräte mehr hast. Das heißt, wir sind hier CAN-Bus-fähig. Die Armaturen finde ich cool, weil die auch im Dunkeln die Symbole beleuchten. Ja. Also jetzt schon ein wirklich schönes Hightech-Gerät. Ja, ist super modern alles. Ja, ne? Das ist echt cool. Ja. Die Kombination, wie gesagt, mit dem Tacho ist auch aus dem Grunde gut, dass wir alle Funktionen und elektronischen Feature, die die Breakout Original mitbringt, auch weiterverwenden können. Ja. Heißt, du hast deine Tankanzeige genauso wie deine Blinkerkontrolle, die Blinkerrückstellung und. Ja. Das funktioniert genauso wie beim Serienmotorrad. Ja. Ja, die Scheinwerferverkleidung
passt natürlich auch immer mega zu so einem sportlichen Bike. Die sieht man auch echt tatsächlich fast an jedem Ja. Umbau, egal ob es Ja, die macht halt hier rund, ne, Genau. die ganze Geschichte. ja, Streetbob, Breakout, alle mögen das. Ist wirklich so. Ja, Tank. Der Tank ist auch super aufwendig. Der besteht circa aus 15 einzelnen Alu-Teilen und wird dann von Jörg zusammengeschweißt. Also das ist auf jeden Fall auch eine Kunst. Für sich, Ja. ja. Ja, wichtig ist natürlich, es sind sehr dünne Alubleche, damit das Ganze am Ende nicht so schwer wird. Ja. Und die musst du natürlich verschweißen, ohne dass das großartige Wellen gibt. Ja. Also das ist nicht ganz einfach mit dem Schweißverzug, mit so verbindenden Teilen. Aus so vielen einzelnen Teilen das Ganze nachher so gut zusammenzubauen, dass der Lackierer da nicht tonnenweise noch spachteln muss, das ist schon gut. Ja. Ja, der Motor, der ist auch einmal komplett auseinandergenommen worden. Wer die originale Breakout so jetzt vor Augen hat, sieht, alles ist schwarz. Hier, vorher war alles chrom, hier die Rockerboxen, die Stößelstangen, alles schwarz. Das macht das alles nochmal so richtig aggressiv und böse für so ein Bike. Einfach ein Must-Have. Ja. Ja, finde ich auch. Zu so einem sportlichen Bike passt natürlich dieser dunkle Ton perfekt. Ja. Ja, und der Heckteil, in dem Fall nicht angeschraubt, wie bei den meisten Motorrädern, die customized werden, sondern verschweißt am Rahmen. Auch das ist ein mega Aufwand, weil man sich vorstellen muss, dass wir kein fertiges Formteil haben. Und bei so viel Form, wie dieses Ding mitbringt, ist das natürlich, jedes einzelne Teil muss hier verschweißt werden. Egal, das ist mal ein Stückchen vom Rohr gewesen, genau wie das hier auch und das hier auch. Und das muss nachher zu einer Einheit verschweißt werden und verschliffen werden, so lange, bis wir halt in diese Form reinkommen. Ja. Und das Ganze muss dann auch noch schön und sauber an den Rahmen übergehen. Also ich finde das bei so einem Custom-Bike immer... Ja. Sieht halt aus wie aus einem Guss. Genau. Also das ist schon mega. Cool. Ja. Ja, Rücklichter haben wir da drin, Blinker ist eigentlich auch schon mittlerweile Standard. Dann kommen wir auf den Reifen. Metzler. Genau, Metzler. Die neueste Generation, Cruise Tech, hier in 21 Zoll. Wir haben natürlich Spaß. Die dritte Generation für uns. Wir sind ja mit den 21 Zoll Rädern angefangen mit dem ME88. Ja. Dann hatten wir den 888. Und jetzt hat Metzler tatsächlich für uns nochmal diese ganz neue Technologie aufgelegt. Cruise Tech. Cruise Tech, genau. Noch besseres Kalt- und Nassfahrverhalten. Ja. Für so ein Bike jetzt nicht unbedingt entscheidend, aber bringt halt ein bisschen mehr Performance nochmal mit sich. Ja. In Deutschland regnet es ja auch schon mal, wenn man nicht damit rechnet. Genau. Auch hinten haben wir ein Monoblockrad. Natürlich mit den gleichen Argumenten. Auch hier lässt sich das noch schöner darstellen, weil wir eine Einarmschwinge verwenden, dass dieses Design eben bis ins Zentrum der Felge geht und bis an den Außenrand. Das ist halt der Vorteil, den wir nutzen, um so ein, darum machen wir halt so ein High-End-Produkt einfach. so ein Aufriss. Ja. Ja. War vorher irgendein 400 Kilo Block. Muss der man sich dann- vorstellen, laden genau. wir mit dem Kran in die Maschine Ja. und die Maschine ist dann tagelang damit beschäftigt und überbleiben knapp 10 Kilo. Ja. Gerade einmal, wir haben sie gerade noch in der Produktion einmal kurz hochgehoben. Schätzungsweise, die war noch nicht ganz fertig, war sie da irgendwie bei 12 Kilo. Ja, man ist Also- aber noch nicht geschlichtet. Ja, Mit genau. dem letzten Schlichtgang verliert ihr ja nochmal Gewicht. Ja, war schon krass. Da ist schon krass. Ja. Ja. Ja, für eine Einarmschwinge gehört sich natürlich auch, dass wir ein eigenes ABS entwickelt haben. Also zumindest die Sensorenmimik, die da drin sitzt, ist ja nicht mehr die bei einer Breakout serienmäßig ist. Dafür haben wir tatsächlich was Eigenes entwickelt. Das hat auch, war relativ aufwendig, aber es funktioniert stabil und lässt sich auch mit der Originalelektrik verbinden. Ja, Auch cool. das ist ja wichtig, dass auch solche Sachen funktionieren. Ja. Okay, was haben wir noch? Jekyll. Ja, Jekyll & Hyde Auspuffanlage macht immer einen guten Sound Auf jeden und Fall. ist legal. Ja. Damit ist so eins der größten Themen dann auch außer Welt. Ja. Was man grundsätzlich auch, glaube ich, nochmal bei dem Bike sagen sollte, dass es halt so, wie es hier steht, legal ist. Ja, Also auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so aussieht.
Ja, und das ist, was ich auch für sehr wichtig empfinde, Ja. nicht nur ein sehr krasses Custom-Bike, sondern da kann auch jeder mitfahren. Ja. Also jeder Fahranfänger kann sich auf so ein Bike setzen und damit Losfahren. Ja. Ja, funktioniert alles und das ist ein sehr krasser Gegensatz zu den ersten Custom-Bikes, die wir gebaut haben. Ja. Da musste man immer aufpassen auf dieses und auf jenes. Ja. Also wir verwenden die komplette Bordelektronik original. Das fängt bei der Batterie an und hört bei den Instrumenten auf. Und auch die ganze Antriebstechnik ist komplett original Harley-Davidson. Und dementsprechend ist das auch alles stabil, robust und funktioniert. Ja. Sicher ist es am Ende immer noch ein High-End Custom Bike und hat natürlich auch ein paar Kompromisse in sich, aber grundsätzlich wirklich alterstaugliches Bike. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall hier im Laden. Die anderen Bikes könnt ihr euch angucken. Das Bike wird bald zum Kunden gehen und wir freuen uns auf euch. Okay, Lasst uns noch Kommentare hier, wie ihr das Bike findet. genau. Ciao. Ciao.